Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Felix und wie immer freue ich mich riesig, dass ihr heute wieder dabei seid. Und ich bin Lisa. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute haben wir ein wirklich spannendes Thema für euch vorbereitet, das euch nicht nur helfen wird, euer Deutsch zu verbessern, sondern auch, um das Jahr Revue passieren zu lassen. Genau, Lisa. Wir werfen heute einen Blick zurück auf das Jahr 2024. Ein Jahr voller Herausforderungen, Überraschungen und natürlich auch vieler schöner Momente. Ich finde, der Jahreswechsel ist immer eine gute Zeit, um innezuhalten und zu reflektieren. Was meinst du, Lisa? Da stimme ich dir vollkommen zu, Felix. Ein Rückblick, also eine Retrospektive, ist wichtig, um aus den Erfahrungen zu lernen und mit neuer Energie ins nächste Jahr zu starten. Und genau dabei wollen wir euch heute mit ein paar nützlichen Redewendungen unterstützen. Redewendungen. Das klingt super. Ich bin gespannt. Bevor wir aber in die Details gehen, lass uns doch mal kurz erklären, was wir unter Reflexion oder Rückblick genau verstehen. Klar, also, Reflexion bedeutet, dass man über etwas nachdenkt, und zwar ganz bewusst und tiefgehend. Man schaut sich die Ereignisse, die eigenen Handlungen und Gefühle an und versucht, daraus etwas zu lernen. Rückblick ist im Grunde das Gleiche, nur dass es sich speziell auf die Vergangenheit bezieht. Okay, verstanden? Man schaut also zurück wie beim Blick in den Rückspiegel beim Autofahren und überlegt, was gut und was vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Und das kann man auf das ganze Jahr 2024 anwenden? Exakt. Und es gibt einige Redewendungen, die uns dabei helfen können, diesen Prozess auf Deutsch zu strukturieren. Wollen wir mit einer einfachen, aber sehr effektiven Redewendung starten? Unbedingt. Ich bin ganz Ohr. Also, eine typische Frage, die man sich am Jahresende stellen kann, ist: Was habe ich in diesem Jahr erreicht? Ganz einfach, oder? Erreicht bedeutet hier so viel wie geschafft oder erfolgreich beendet. Ah, okay. Erreicht klingt für mich immer ein bisschen nach einem großen Ziel, nach etwas, das man sich lange vorgenommen hat. Kann man das auch für kleinere Dinge verwenden? Absolut. Man kann zum Beispiel sagen: Ich habe es endlich erreicht, regelmäßig Sport zu treiben. Oder: Ich habe mein Ziel erreicht, ein neues Rezept pro Woche auszuprobieren. Es muss also nichts Weltbewegendes sein. Das gefällt mir. Also könnte ich zum Beispiel sagen, ich habe es dieses Jahr erreicht, mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Das war mir wirklich wichtig. Perfektes Beispiel, Felix. Und das Schöne ist, dass man mit dieser Frage sowohl berufliche als auch private Erfolge in den Blick nehmen kann. Stimmt. Man könnte auch sagen, ich habe es dieses Jahr erreicht, mein Deutsch zu verbessern. Ein Hoch auf unseren Podcast. Ja, das hoffen wir doch. Lasst uns doch mal weitermachen mit einer Redewendung, die eher die Herausforderungen des Jahres beleuchtet. Welchen Herausforderungen musste ich mich stellen? Herausforderungen. Das klingt gleich ein bisschen nach Schwierigkeiten, oder? Genau. Eine Herausforderung ist eine Aufgabe, die nicht ganz einfach ist, die uns vielleicht auch ein bisschen Mühe kostet. Aber wenn man sie meistert, wächst man daran. Okay, also zum Beispiel, eine Herausforderung war für mich, meine Prüfungen zu bestehen. Oder im Arbeitsleben, eine Herausforderung war, das große Projekt fristgerecht abzuschließen. Richtig. Und es ist wichtig, dass man sich diese Herausforderungen bewusst macht. Denn oft vergisst man im Alltagsstress, was man alles geschafft hat. Man konzentriert sich dann nur noch auf die Dinge, die vielleicht noch nicht so gut laufen. Das kenne ich nur zu gut. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, wie man so schön sagt. Ganz genau. Und die Frage nach den Herausforderungen hilft uns dabei, aus diesem Muster auszubrechen. Eine andere hilfreiche Frage in diesem Zusammenhang ist: Was ist nicht so gut gelaufen? Oder was hätte ich besser machen können? Das klingt jetzt ein bisschen negativ, oder? Sollte man sich am Jahresende nicht eher auf die positiven Dinge konzentrieren? Natürlich ist es wichtig, die Erfolge zu feiern, Felix. Aber es ist genauso wichtig, ehrlich zu sich selbst zu sein und auch die Dinge anzusprechen, die nicht optimal waren. Nur so kann man daraus lernen und es im nächsten Jahr besser machen. Okay, das leuchtet mir ein. Also könnte man zum Beispiel sagen, ich habe mir vorgenommen, mehr zu lesen, aber das ist nicht so gut gelaufen. Oder ich hätte geduldiger mit meinen Kollegen sein können. Genau.
Es geht darum, konstruktiv mit den eigenen Fehlern umzugehen. Man kann sich dann fragen, was kann ich daraus lernen? Oder wie kann ich es im nächsten Jahr anders angehen? Das finde ich einen super Ansatz. Also nicht nur meckern, sondern direkt überlegen, wie man es besser machen kann. Also zum Beispiel, ich habe gelernt, dass ich mir feste Zeiten zum Lesen einplanen muss. Oder, im nächsten Jahr werde ich versuchen, in stressigen Situationen erst einmal tief durchzuatmen, bevor ich reagiere. Perfekt, Felix. Du hast es verstanden. Und jetzt lass uns mal zu einer Redewendung kommen, die ein bisschen Dankbarkeit ins Spiel bringt. Wofür bin ich dankbar? Dankbar. Also, wenn man sich über etwas freut und das auch wertschätzt, richtig? Ja, genau. Dankbarkeit ist ein sehr positives Gefühl. Und es ist wissenschaftlich erwiesen, dass es glücklicher und zufriedener macht, wenn man sich regelmäßig bewusst macht, wofür man dankbar sein kann. Okay, also zum Beispiel, ich bin dankbar für meine Gesundheit. Oder ich bin dankbar für die Unterstützung meiner Freunde und Familie. Richtig. Und auch hier können es große oder kleine Dinge sein. Ich bin dankbar für den leckeren Kaffee am Morgen. Oder ich bin dankbar für das schöne Wetter heute. Ich finde, das ist eine tolle Übung, um den Fokus auf die positiven Dinge im Leben zu lenken. Gerade in schwierigen Zeiten kann das sehr hilfreich sein. Absolut. Und es hilft uns auch, die kleinen Dinge mehr zu schätzen, die wir oft als selbstverständlich ansehen. Okay, Lisa, wir haben jetzt schon einige echt hilfreiche Redewendungen kennengelernt. Gibt es noch eine, die du unseren Zuhörern unbedingt mit auf den Weg geben möchtest? Ja, eine habe ich noch. Und zwar, was nehme ich mir für das nächste Jahr vor? Das ist die perfekte Überleitung vom Rückblick zum Ausblick. Vornehmen. Das bedeutet so viel wie planen oder sich als Ziel setzen, oder? Genau. Man überlegt sich, was man im nächsten Jahr erreichen, verändern oder erleben möchte. Okay, also zum Beispiel, ich nehme mir vor, einen Sprachkurs in Italienisch zu machen. Oder ich nehme mir vor, mehr Zeit in der Natur zu verbringen. Super Beispiele. Und es ist wichtig, dass diese Vorhaben konkret sind. Also nicht nur, ich möchte mehr Sport machen, sondern ich möchte zweimal pro Woche joggen gehen. Das macht Sinn. Je konkreter das Ziel, desto wahrscheinlicher ist es, dass man es auch erreicht. Richtig. Und man sollte sich auch überlegen, wie man diese Ziele erreichen kann. Also welche Schritte notwendig sind und welche Ressourcen man dafür braucht. Also zum Beispiel, um meinen Italienischkurs zu machen, muss ich mich zuerst nach einem passenden Kurs umsehen und mich dann anmelden. Exakt. Und so schließt sich der Kreis. Wir haben zurückgeblickt, gelernt und planen nun voller Energie und Motivation das neue Jahr. Ich persönlich bin dankbar für die vielen schönen Momente, die ich 2024 erleben durfte. Und ich hoffe, dass unser Podcast auch im nächsten Jahr vielen Menschen beim Deutschlernen hilft. Das hoffe ich auch. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wünsche ich mir, dass sie ihre Ziele für 2025 erreichen und dass ihnen das neue Jahr viel Glück und Gesundheit bringt. Dem schließe ich mich an. Und denkt dran, jeder kleine Schritt beim Deutschlernen ist ein Erfolg. So ist es. Und jetzt, vergesst nicht zu abonnieren und uns Feedback zu hinterlassen. Im nächsten Podcast wartet ein spannendes Thema mit vielen neuen Vokabeln auf euch. Seid wieder dabei. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss und bis zum nächsten Mal.